nachdem wir gesehen haben, was Space Drift eigentlich für ein Spiel wird, nämlich ein VR-Erlebnis, wo man auch Sachen auf sich einwirken lassen möchte, sage ich mal, habe ich dafür wirklich einen dedizierten Storywriter geholt, den Milan, der einen Top-Job damit gemacht hat, wirklich die Story von Space Drift dann aufzufächern und zu dem zu machen, was sie jetzt ist. Also, ich bin Milan und ich bin der Narrative Designer des Spiels. Das heißt, ich habe die Story geschrieben und achte darauf, dass Gameplay und Story möglichst gut zusammenarbeiten. Die Menschheit ist auf den Mars ausgewandert, weil die Erde unbewohnbar geworden ist durch eine Naturkatastrophe, die da entstanden ist. Und die einzigen, die erwirken konnten, dass die Menschheit wirklich auf den Mars abtransportiert werden konnten, waren Weiss und Pandora. Und die haben quasi diesen Umstand ausgenutzt, um die Menschheit dann in ihre Dienste zu bekommen und zu versklaven mit Sauerstoff und Nahrungssteuerung komplett. In Space Drift baut man Asteroiden ab und versucht sich gegen die große Kooperation Weiss durchzusetzen, um die Menschheit auf dem Mars zu befreien. Oh, die Space Drift Story ist eine der wichtigsten Aspekte in dem ganzen Spiel, denn das ist das, was uns von anderen VR-Titeln unterscheidet und von anderen Space-Shootern im Moment. Es zeichnet sich aus, dass dieses Spiel im Verhältnis zu anderen sehr viele Dialoge beinhaltet, die sehr viel über die Charaktere freigeben, die dieses Spiel enthält. Im Gegensatz zu anderen, die vielleicht eher den Fokus auf Action oder Gameplay-Elemente legen. Whoa, would you look at that? Something you don't see every day. Looks like an asteroid recently crashed into that moon. There must be tons of minerals in the area. Let's check it out. Should I be looking for some minerals along the way? Anything you bring in will help us upgrade the ship and do all kinds of research. All right, I'll do some mining around here. Knock yourself out. But your main objective is to check out the crater over there. Roger that. I'll get right on it. Das Besondere an Space Drift ist, dass es als VR-Titel ein klassisches Spiel in diesem Sinne ist, dass es eine Geschichte erzählt und gleichzeitig auch sehr viel Spiel enthält. Also wir haben versucht, ein klassisches Spiel zu erstellen im Sinne eines Mass Effects oder vielleicht Uncharted oder sowas, das gleichzeitig versucht, den Spieler hineinzuziehen in diese Welt und ihm Möglichkeiten bietet, Spaß zu haben, sowohl als auch eine spannende Story zu erleben. Die Story ist für mich ein integraler Bestandteil, weil Space Drift ist eines der ersten VR-Spiele mit einer Story. Viele andere VR-Spiele sind bisher kurze Demos, Gameplay-Demos. Und wir probieren es mit der Story abzuheben und etwas Neues zu machen, was es so bisher noch nicht gibt und so bisher mit Nicht-VR-Geräten noch nicht ging. Also ich würde sagen, dass Space Drift sich ganz klar unterscheidet dadurch, dass es einen Fokus auf der Story hat. Dass wir viel Wert darauf gelegt haben, dass die Charaktere gut durchkommen, dass sie die Konflikte miteinander abarbeiten, die sich zwischen den Persönlichkeiten ergeben und dass die Geschichte, die wir erzählen, keine 0815-Geschichte ist, sondern eben ein bisschen was Neues bietet. Das ist ein Unterschied. Die anderen VR-Titel, die sich im Bereich des Weltraums bewegen, die ich bisher kenne, sind vor allen Dingen auf Kampf ausgerichtet und wir wollen vor allen Dingen diese Immersion im Weltraum darstellen, dass es eben nicht nur ein Kampf im Weltraum ist, sondern ein ganzes Leben im Weltraum, sowohl die Arbeit als auch die Auseinandersetzung mit anderen Personen, als auch Kampf. Die Besonderheit ist ganz klar die Story, die im Fokus steht. Wir probieren uns mit der Story abzuheben von anderen Titeln. Alles andere, jedes andere Element richtet sich nach der Story und dient der Story. Was mir Spaß gemacht hat daran, die Story zu schreiben, war, dass ich eine ganze Welt erschaffen konnte, die dieser Geschichte zugrunde liegt. Und je länger man daran arbeitet und je mehr man sich mit diesen Persönlichkeiten, die man schreibt, auseinandersetzt, desto größer werden auch die Ideen, die man dafür hat. Also ich bin sehr gespannt, ob uns der Erfolg von Space Drift ermöglicht, eventuell damit weiterzumachen, weil natürlich im Verlauf der
der Arbeit neue Ideen entstehen, wie man eventuell noch einen Schritt weitergehen könnte und noch andere Dinge probieren könnte, die man jetzt einfach von der Zeit her nicht mehr in dieses Projekt packen kann, aber die sehr interessant wären auszuprobieren. Wir haben mit Spaceshift ein ganzes Universum kreiert, wo noch viel mehr Geschichten erzählt werden können. Und wir haben noch viel Raum und viele Ideen, um noch weitere tolle Geschichten erzählen zu können. Space Rift. Available summer 2016 for PC, Android, and PlayStation VR.